her, Spatz, komm hier. Komm hier. So, willkommen in unserem Kleingarten im Winter. Eigentlich wollte ich euch herausnehmen, als die Sonne geschienen hat, aber dann kam alles anders. Und jetzt haben wir Schnee und eigentlich ist das noch viel cooler, weil so kann ich euch den Kleingarten mal mit Schnee zeigen. Ne, Hase? Genau, und im Winter kann ich sagen, im Schrebergarten ist insgesamt nicht so viel los. Es ist sehr kalt, man kann nicht so richtig was machen. Und es ist auch so, dadurch, dass man das ganze Frühjahr viel hier ist, den Sommer wirklich die meiste Zeit und den Herbst auch voll mitnimmt. Also ich bin dann auch jemand, ich freue mich dann auch ein bisschen auf die kalten Tage, wo es heißt, jetzt kann man auch mal zu Hause was machen, weil es bleibt über das Jahr zu Hause in der Wohnung auch relativ viel liegen. Ich habe ja auch noch die Maus hier. Und im Sommer machen wir dann auch weniger Ausflüge. Den Winter nutze ich dann, um auch einfach mal wieder ein paar mehr Ausflüge mit ihr zu machen. Darauf freue ich mich dann immer sehr. Ja, und so geht der Winter dahin und dann fängt das Jahr an, das Neue. Und dann ist irgendwie alles grau und matschepampig und ganz selten, so wie heute, wo mal ein bisschen Schnee liegt. Das wird dann richtig gefeiert. Und ich habe das jetzt auch speziell genutzt, um in den Garten zu fahren, um euch auch das zu zeigen. Und weil es halt mit Schnee auch für uns viel schöner ist. Genau, und jetzt fangen so langsam die Wochen an, wenn dann immer noch alles so grau ist und mal kein Schnee liegt, sondern ja, einfach so richtiges Winter-Deutschland-Wetter. Dann merkt man, wie man den Garten anfängt zu vermissen oder beziehungsweise die ganze Zeit vermisst hat. Aber das Gute ist, der Frühling ist nicht weit weg. Also es geht auch bald wieder los. Bald geht es mit dem Vorziehen los. Und ja, also man merkt dann auch richtig, wenn man dann zu Hause seine Projekte gemacht hat, dass also mir fehlt der Garten richtig. Und ich glaube Ronja Mäuschen auch. Weil das ist unsere kleine grüne Oase in der Stadt und jetzt laufen wir immer im Viertel rum, was halt nachmittags nicht so, also es ist auch schön, aber in den eigenen Garten zu fahren ist was anderes und in der Winterzeit lohnt sich das auch voll oft nicht, weil wenn wir dann mal unsere zweite Runde machen, die ich ja mit ihr machen muss am Tag, dann ist es auch schon dunkel, ne? Und dann fahre ich in den dunklen, kalten Garten und bei ihr muss sie auch ein bisschen drauf achten, wenn sie dann nur steht oder nur ein bisschen rumläuft, dann ist es halt auch kalt bei 0 Grad. In diesem Sinne zeige ich euch, glaube ich, noch ein bisschen meinen Schrebergarten mit Schnee. Das ist ja ein Highlight jetzt gerade. Und ja, also ich glaube, sonst gibt es halt gar nicht so viel zu erzählen, weil wie gesagt, im Winter ist man kaum im Schrebergarten. Man macht so zum Ende Herbst. Anfang der Winterzeit macht man die Lauben dicht, man stellt das Wasser ab, man leert alles, wo Wasser drin sein könnte, Boiler, die Spüle vom Klo und alles Mögliche lässt man leer laufen. Und auch so alles so an Lebensmitteln, wo Mäuse ran könnten, das räumt man alles weg und deckt alles ab, was abgedeckt werden muss. Das sind so die Sachen, die man macht und dann guckt man eigentlich nur noch ab und zu raus, um zu gucken, ist auch alles okay. Vielleicht war es stürmisch oder auch bei manchen Anlagen wird auch relativ viel eingebrochen, also es kommt auch immer mal vor, deswegen lässt man sich schon regelmäßig blicken, aber bei weitem nicht so, wenn die Saison anfängt. Ja, aber wie gesagt, dann so Januar, Februar fängt es dann auch an mit dem Vorziehen. Das spielt sich viel zu Hause ab. Oder man hat ein Gewächshaus und man kann dann wirklich viel hier sein, dann geht das auch im Garten, aber bei mir, ich mache das zu Hause. Wobei ich gemerkt habe, das ist doch ziemlich viel Aufwand, was alles Spaß macht, aber man hat ja auch noch ein anderes Leben und ich habe auch noch eine Hündin und Geld muss auch verdient werden. Also ich muss halt auch gucken, was schaffe ich alleine in meinem Garten, weshalb ich jetzt dazu auch tendiere, einfach bestimmte Pflanzen als Jungpflanzen vorzukaufen. Damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren letztes Jahr. Ja. Aber so ein Tag wie jetzt hier mit Schnee ist natürlich herrlich, ne? Und jetzt sind schon die Tage, jetzt ist es nicht mehr um 3, 4 dunkel, sondern man kann jetzt hier um 4 mal rausfahren oder um 3 und man hat noch ein bisschen Tageslicht, was total schön ist. Ne, Häschen? Meine kleine Prinzessin. Ne?
So, jetzt ein kleiner Gartenrundgang und ich schaue, ob auch alles am rechten Platz ist, weil wir hatten ja jetzt auch Sturm, ob da nicht irgendwas durch die Gegend geflossen ist und da ist mein Kameraassistent. Oh. Ja, und das ist halt, was man so im Winter macht, wenn man draußen ist, guckt man einfach mal überall rüber. Ronja! Also was machst du denn? Hm? Ja, ist gut, Spatz. So, jetzt geht's nach Hause. Auch weil Ronja jetzt anzeigt, dass sie nach Hause möchte. Ist halt doch ein bisschen kalt, auch wenn sie gut eingepackt ist. Und ja, es war schön, mal wieder im Garten zu sein und nach dem Rechten zu schauen. Und wir haben sogar jemanden getroffen, was auch immer schön ist, weil ich bin jemand, ich quatsche doch ziemlich gern über den Gartenzaun. Und durch den Sommer und Herbst, wenn die meisten eigentlich ständig draußen sind oder sehr viel, sieht man sich auch sehr viel und quatscht sehr viel. Und das fällt dann den Winter über so ein bisschen aus. Deswegen war es schön, jetzt meine Nachbarin zu sehen und ein bisschen zu quatschen. Ne, Hase? Aber jetzt reicht's für heute. Jetzt geht's nach Hause in die warme Wohnung. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Garteneinblick im Winter. Wie gesagt, es ist nicht sonderlich viel los. Trotzdem ist es schön, hin und wieder rauszukommen, wobei ich das wirklich die letzten Wochen sehr selten getan habe. Aber es wird jetzt von Woche zu Woche, beziehungsweise Monat zu Monat wird es jetzt mehr werden. Ja, auch wenn man einen Hund hat, ist das halt super schön, wenn man hier so ein bisschen spielen kann. Oder den Vögeln hinterher gucken kann, wie die in den Sonnenuntergang entgegenfliegen. Ja, das sind so die kleinen schönen Momente im Alltag, ne? Ja. Frauchen packt zusammen und dann geht es los. Tschüss und bis bald.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber in Zukunft werde ich Kleingartenvideos weiterhin auf Deutsch drehen. Bei dem Rest der Videos bin ich mir noch nicht so schlüssig, da tendiere ich gerade Englisch einfach weiter fortzusetzen. Aber bei den Kleingartenvideos macht das einfach Sinn, weil ich glaube, die Leute, die kleinen Gartenvideos gucken, in dem Fall vielleicht du, sind halt doch meistens aus Deutschland. Und da kann ich auch auf Deutsch reden, weil es ist meine Muttersprache, einfacher. Und ja, nur, dass du Bescheid weißt. In diesem Sinne, einen schönen Feierabend und bis bald. Schatz, du warst nicht da.